Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich Wildschweinknacker produzieren. Dazu benutze ich 50% Schweinebauch und 50% Wildschweinfleisch. Das schneide ich schon mal in Streife, wie ihr seht. So, und das muss alles schön kühl gehalten werden. Das kommt jetzt direkt wieder in die Kühltruhe. Was ihr hier seht, das ist jetzt Wildschwein, Gulasch. Da habe ich noch ein bisschen was abgezwackt noch für schönen Gulasch zu machen später. Der ist auch schon vorgefroren und geschnitten. Und das Ganze tun wir dann mit dem Schweinebauch vermischen. Ich benutze jetzt 22 Gramm Nitrit Pückelsalz. Das reicht meiner Meinung nach. Dazu kommt noch frischer Knoblauch. Wer die Gewürzmischung bei mir erwerben möchte, kann sie gerne bei mir bestellen. Pückelsalz ist auch dabei. Ansonsten stelle ich das alles ganz genau in die Infobox rein. So, was habe ich jetzt hier? Hier habe ich jetzt noch einen Rinderkranzdarm. Das ist die Größe 40-43. Mache ich noch als Salami, um mal sehen, wie die werden mit demselben Fleisch. Für diese Wildschweinknacker benutze ich dann 26-28er Schweinedarm. Der ist zwar ein bisschen dicker, aber das liegt alles bei mir hier und das muss auch weggearbeitet werden, weil Därme sind auch nicht so billig. Die sind eigentlich sehr teuer. Zumindest mal diese Bratwurstdärme. Das wird alles schön gereinigt im Wasser. Ich lasse da manchmal noch ein bisschen Essig durch, so ganz fein. Und das sind die richtig gut sauber. Die werden dann in lauwarmem Wasser eingeweicht, mit 10% Salz dabei, bis wir dann alles aufgebaut haben. Und soweit sind die schön weich. So, Fleischwolf ist aufgebaut. Ich benutze jetzt erstmal diese Scheibe und dann diese kleinere Scheibe. Da kommt hier als erstes der Aufsatz drauf, dann kommt die Spirale rein, dann kommt das Messer. Das dreht jetzt in dem Fall links rum und das sieht man auch hier, wie das schneidet. Da muss es dann auch so rein, also nicht so rum, weil dann wird es verkehrt rumschneiden. So, also so rum muss es rein. Und die Spindel dreht sich ja auch so rum. Erst große Scheibe und dann später, wenn wir das durchgelassen haben, nehmen wir noch die kleine Scheibe. Alles gut festziehen, einmal kurz laufen lassen an der Seite und nochmal festziehen und hinten auch nochmal das ganze Gestell festziehen. So, ich halte dann immer 1, 2, 3 mal ein, seht ihr, da kann man immer noch ein bisschen nachdrehen. Ja, und jetzt ist das fest. Wenn ihr das sehen könnt, das seht ihr auch, dass das so rumläuft. Ja, das läuft so rum. Seht? Und so rum ist das Messer auch drin. So, jetzt habe ich hier mein vorgefrorenes. Und das kommt jetzt hier mal in den Topf rein. So. Kommt unsere Gewürzmischung dran. Und wird dann vermengt. Knoblauch nicht vergessen, der kommt dann später dran. So. Das tun wir jetzt ein bisschen Untermenge. Dann tut sich das mal schon schön verteilen. Ja. So, und jetzt zum Schluss mache ich ein bisschen den Knoblauch dran, was wir da haben. So, dann tun wir mal die erste Portion. Die kommt mal schon hier rein. Und der Topf tun wir dann auch gleich benutzen, um das da reinzulassen. So, und das lassen wir jetzt mal hier durch. Nicht so rindrige wie ein Bulle, sondern der soll sich das von ganz allein holen und ganz allein durchziehen. Dann wird das auch nicht gequetscht und nichts, wird nicht warm. Wenn ihr mal guckt, gebt da mal Fleischwolf ein, da kriegt ihr Informationen von meinem Fleischwolf noch. Super Teil für das Geld, 230 € sowas. Ganz klasse Teil. Und wie gesagt, wir benutzen jetzt diese Scheibe nochmal und lassen das nochmal durch. Das hat der Hintergrund. Er bekommt da eine gewisse Bindung schon.
und braucht dann nachher auch nicht mehr zu viel zu Menge. So, und das tun wir nochmal durchlassen. Das nochmal hoch. Jetzt kommt das ganz fein raus da vorne, so wie ich das auch haben möchte. Können wir das auch mal von oben sehen. Das läuft wunderbar durch. Dann ist es auch super vermengt. Das muss jetzt ganz gut gemengt werden. Ja. Weil das braucht eine Bindung. Wie ihr seht, das klebt schon und das hat jetzt schon seine Bindung. Das kommt jetzt daher, ja, halt Gewürze, Salz, das ist auch für die Bindung verantwortlich und halt das zweimal durchlasse. Ja. Ich gebe jetzt immer davon zweite noch was dazu und dann menge ich das unter. Sau kalt, eisig, Leute, sag ich euch. Warum habe ich den Topf, den großen hier? Das kann sich jetzt von der Seite nicht wegdrücken und da kannst du super Menge. So, das formen wir dann zu Balle und werfen das hier rein. Boah. Das ist richtig gut, die Bindung. Ein bisschen Nachdrücke ab und an. Seid ihr ganz sicher, dass da keine Luft mehr drin ist. Das ist jetzt ein 5 Liter Füller von Wertes. 120 € gekostet. Klasse Teil. Baugleich mit Begetal. Obwohl der Begetal noch 10 € teurer war. Und der Begetal hatte keine Stahlkurbel und der hatte einen Stahlkurbel dabei gehabt, deswegen bin ich dann auf den gesprungen und halt wegen Preis auch. Und da braucht ihr euch jetzt auch gar nicht mehr zu beeilen, das ist so eiskalt, da passiert gar nichts mehr. Das sind ja jetzt die Gewürze und alles dran, da kann nichts mehr passieren. Wurstfilet zusammenbauen. Da war dann diese Stahlkurbel dabei und das ist auch hier vorne übersetzt, eine leichte Übersetzung, eine schwere Übersetzung. Hier an der Seite, das dreht einmal schwer und einmal leicht. Allerdings habe ich immer gerne das, was leicht dreht, das lässt sich dann besser bearbeiten. So, und da waren diese Tülle dabei, so eine ganz große, kleinere, nochmal kleiner. Eine ganz kleine. Wir wollen jetzt mal diese Salami, ich sage jetzt mal Salami-Tülle, da benutze ich jetzt diese Tülle. Da haben wir noch ein bisschen abgestreift, dass kein Wasser mehr drin ist. Drehen wir das erstmal vor, bis das Brät davon rauskommt. Ich fahre dann immer so ganz leicht noch mal kurz drumherum, weil das ist ja auch immer ein bisschen fettig, weil das steht da noch besser drauf ziehen. Es wird sehr knapp mit der Tülle, aber erfahrungsgemäß funktioniert das. Sollte man immer schön gerade drauf ziehen, dass es so gerade ist. Dann lässt sich dann zum Schluss auch besser füllen und rutscht auch besser runter. Ah, jetzt funktioniert es. So, gleich ein bisschen abbinden. Kann ruhig ein bisschen Zipfel dran sein. Wer weiß nie, für was man das braucht. So, richtig gut fest zuziehen, dass das nicht aufgeht. Und das können wir ja auch gleich benutzen, nachher zum Räuchern, zum Aufhängen. Ja.
So, jetzt lassen wir das mal ein bisschen raus und gucke mal, dass wir die erste Luft hier rausstechen. Da ist ja jetzt gleich am Anfang Luft drin und das wollen wir ja nicht bei der Salami. So, die ziehen wir jetzt richtig stramm durch. Ich muss sagen, läuft gut. Der ist ja stramm drauf gegangen. Das war auch gar nicht so schlecht, dass er jetzt stramm drauf gegangen ist. Allerdings werde ich jetzt so zwei so Würstchen machen. So, da bin ich das nochmal ab hier. Ein bisschen großzügig sein. Ein bisschen vorsichtig sein, nicht dass es aufplatzt. So, ich mache dann mir manchmal so kleine Würstchen noch dran. Und wenn das mal getrocknet ist, kann man da auch mal aufschneiden und kann da auch mal probieren, wie weit die Wurst schon ist. Ne? So. Batterie war noch leer vom Akku. Weiter geht's. Ja, die ziehen wir jetzt noch durch hier. Und der Rest, wie gesagt, gibt dann Mettwürstchen. Und es gibt, wie gesagt, Versuchssalami. Und ich bin da ganz guter Dinge, dass das funktioniert. Es sind halt nur 22 Gramm Pökelsalz drin, aber glaub mir, das reicht. Man muss nicht so viel nehmen. Das ist alles, ich habe da schon gehört, unter 27 Gramm würden die Würste nicht fest werden. Das stimmt nicht. Das ist was ganz anderes, warum die Würste nicht fest werden. Ich weiß was das ist. Die werden jetzt mal ein bisschen abgewaschen. Und da können sie mal schon hier in der Küche ein bisschen liegen. So, jetzt benutzen wir eine andere Tülle. Dann nehmen wir diese da, Bratwurst-Darmtülle. Fahrzeugumbau. So, Umbau erledigt. Jetzt nehmen wir erst diesen Darm, das ist Bratwurstdarm. Wie gesagt, nochmal das Wasser rausziehen. Sehr wichtig. Obwohl da jetzt nicht mehr so viel drin ist, aber doch noch. So, dann seht ihr das, dass da noch einiges rauskommt. Ziehe ich jetzt nochmal durch, um ganz sicher zu sein. So. Jetzt ziehen wir das da drauf. Da können wir schon wieder abfüllen. Dann kann man hier jetzt auch nochmal abstreifen, dass hier Wasser drin ist. Normalerweise, wenn man das auf die Tülle drauf zieht, geht es auch von allein, aber nicht ganz. So. So. Jetzt lassen wir das wieder ein bisschen raus. So. Die werden dann später bei mir im Heizraum aufgehangen. Ich habe jetzt im Moment 19, 20 Grad ideal. Also es soll so über 20 Grad liegen, aber nicht mehr wie 23 Grad zum Antrocknen. Genau. Dasselbe ist bei der Salami. Die werden jetzt dann 1 bis 2 Nächte tue ich die umröten lassen, meistens eine Nacht. Und wenn sie umrötet sind, da kommen sie ein bisschen raus in den Keller, da sind es jetzt 16, 17 Grad. Das ist ideal, also soll auch nicht unter 16 sein, aber auch nicht dann, sag mal, über 19 Grad. Ne? Also es soll so ein bisschen dazwischen liegen. Ist für mich die ideale Temperatur. Nicht zu fest fülle, aber doch schon. Ne?
Da können noch ein bisschen was drin. Muss man mal ein bisschen probieren, was man da drin machen kann. Ja, viel dicker dürfen wir es nicht machen. Müssen Sie auch nur abdrehen. Es wird nachher alles nochmal abgestippt mit dem Stipper, damit die Luft raus ist. Also ich ziehe sie jetzt gleich durch und drehe sie dann nachher ab auf die gewünschte Größe, wie ich das brauche. Wenn da mal ein Stück dabei ist, das nicht so perfekt ist, das macht nichts. Das kann man beim Abdrehen, kann man das nochmal ein bisschen zurecht machen. So, Rest lassen wir jetzt noch durch. Ist ein bisschen stramm gefüllt. Ich hoffe, dass ich es noch abgedreht kriege, aber das wird schon irgendwie gehen. Und es gibt noch ein paar Knacker. Also ich denke, dass das noch gut 20 Stück gibt. Die sind ja schön groß und dick. Aber wenn die mal abgetrocknet sind und sind eine Woche noch beim Trocknen, dann, ja, dann ist nicht mehr viel übrig. Ja, das ist jetzt gerade aufgeplatzt, aber wir sind aber auch fertig. Also das sind jetzt mal die Salamis und hier habe ich die Knacker aufgehangen. Es sieht nicht schön aus, wie ich es aufgehangen habe, aber wartet mal ab, das wird noch ganz super. Das gibt auch noch eine Salami, allerdings dann jetzt im Bratwurstdarm, also ungefähr 20 Würste noch. Ist halt ein bisschen größeres Kaliber, aber ich muss auch den Darm wegmachen. Es hat keinen Wert, der Darm ist teuer und deswegen mache ich es auch weg. Ich benutze die nachher für die Suppe oder als Rohesser, das ist lecker. So, also diese, das sind jetzt Salamis, die bleiben bis zu 3 Tage hängen. Und die Mettwürstchen, wo ich gemacht habe, die hängen jetzt einen Tag und das reicht auch. Die können jetzt raus ins Kühle. Ja, und später geht es dann weiter mit dem Räuchern. Und ich räuchere dann das alles zusammen. Diese da, wie gesagt, bleiben ja 3 Tage hängen. Und nach 4-5 Tagen werden die alle geräuchert. Komplett. So, das Fass, das tue ich jetzt ein bisschen ausbrennen, damit es schön richtig trocken ist und mal wieder ein bisschen sauber. Und eigentlich eine Vorbereitung für das spätere Räuchern. Es ist ja jetzt noch, es war ja die ganze Woche ganz schlechtes Wetter, es hat geregnet, es war windig. Wie ihr seht, heute Morgen ist es neblig, aber es soll ja ab 12 Uhr, 1 Uhr soll ja dann die Sonne rauskommen und soll schön warm werden. Und das nutze ich dann heute dann zum Räuchern aus. Allerdings, wie gesagt, brenne ich das jetzt mal noch ein bisschen aus. Und dass das schön Temperatur nachher auch hat und wieder schön sauber ist, hat ja am Freie gestanden. Und warum benutze ich heute das große Fass? Ich habe einen großen Schinken, 1,5 Kilogramm. Ich habe 2 Salamis. Dann habe ich ungefähr 24 Wildschweinknacker. Ja, und dass das alles in einem weggeht, benutze ich halt das größere Fass hier. Eigentlich wollte ich mir in Frankreich ein Weinfass holen. Aber bei dem, wo ich jetzt kenne dort, der hat nur kleinere. Also das muss dann schon so groß sein wie dieses Fass oder wenn es gänge noch ein bisschen größer. Ich habe das damals in meinem Mercedes nicht reingekriegt, die hätten 70 Euro gekostet. Allerdings ist es jetzt so, jetzt hat er die große nicht mehr und jetzt habe ich ein anderes Auto, da bekomme ich das rein. Da würde ich das reinbekommen. Und schon hätte ich längst so ein Ding. Bei uns in Deutschland ist es sehr teuer.
Und ich komme ja immer nach Frankreich, mindestens alle 2 Wochen einmal. Da würde ich mal dort eins mitnehmen. Aber das ist so ein bisschen kleiner Traum noch, wo ich habe. So ein Holzfass zum Kalträuchern. Und werde aber irgendwann dann auch mal kommen. Und ich werde das im Auge behalten in Frankreich. Und ja, mal sehen. Jetzt kann das mal schön ausdampfen alles. So, ich habe meinen Sparbrand angezündet. Es qualmt noch nicht richtig, aber kommt jetzt. Bisschen ein paar Wacholderbeere oben drüber gemacht. Die eine Schale. Dann haben wir hier unsere Wildschweinknacker, 24 Stück. Und hier unser Schinken. Der wird auch gleich mit geräuchert. Und dann hier die Salamis. Die dürfen allerdings jetzt noch 3 Wochen reifen. Die haben jetzt ein bisschen über eine Woche. Dürfen noch 3 Wochen reifen. Ja, also so sieht es aus. Und das wird alles mit Kaltrauch gemacht. So, und das Ganze wird noch ein bisschen so offen stehen gelassen. Und so nach einer 20 Minuten mache ich einen Deckel drauf. Es hat der Hintergrund, dass mir mein Sparbrand nicht ausgeht, weil das braucht immer ein bisschen Luft. Wenn das mal bei euch nicht angeht, müsst ihr gucken, dass es immer ein bisschen Luftzufuhr hat. Ich habe zwar ohne Löcher drin, aber stehe jetzt da im Gras und das verdeckt das ein bisschen. Aber es sieht mal schon so aus, als ob es gut brennt. Die brennen ungefähr 12 Stunden lang. Die sind vom Purple Flame. Benutze ich immer für meinen großen Räucherofen, weil die genau rinpassen. Die sind schön klein, halten aber trotzdem 12 Stunden lang. Ja. Gut, also so sieht es aus. Ich mache meinen Deckel noch vorbereitet. Da kommt noch ein bisschen Küchenpapier drauf, wegen der Luftfeuchtigkeit. Falls da Feuchtigkeit geben wird, würde das auffangen. Aber das zeige ich euch gleich. So, das habe ich ein bisschen mit Küchenpapier belegt. Falls da Feuchtigkeit gibt, das lassen wir jetzt hier so ein bisschen aufstehen. Schon wenn wir das zumachen, kriegt er gar keine Luft mehr. Der kriegt auch von oben Luft, nicht nur von unten. Und ja, das lassen wir jetzt mal stehen bis heute Abend. 10, 11, 12 Uhr. Und dann, so lange wie es halt qualmt, 12 Stunden. Dann hole ich das raus und dann ist es für mich gut. Also wir haben jetzt circa 18 Grad. Das ist eigentlich ideal. Also 120 Grad, nicht höher wie 22 Grad. Ist das perfekt. So, moin. Ja, meine Knacker sind jetzt ganz frisch aus dem Rauch gekommen. Und ich habe jetzt wieder ein bisschen größerer Darm genommen, weil ich einfach zu viel habe hier. Und das muss alles mal weg. Aber die sind trotzdem schön geschrumpft und doch noch schön dünn geworden. Und sind jetzt 7 Tage alt, riechen ganz klasse, können noch ein bisschen ausdunsten, dass man der Rauch nicht mehr so rausschmeckt. Ja, das sind meine Knacker. Ja, und hier habe ich jetzt dann noch meine Salamis. Die sind jetzt auch schon schön fest. Hier lasse ich immer so einen Knubbel noch dran, wenn da mal was schief geht. Das ist ganz fest, das kann man kaum zusammendrücken. Und da kann man dann auch immer ein bisschen was abschneiden und mal probieren, wie das schon schmeckt. Alles auch mit demselben Fleisch gemacht, nur halt als Salami. Also hier habe ich Mettwurst-Gewürz gemacht und hier Salami-Gewürz, aber dasselbe Fleisch halt. Ja. Knacker, schneiden wir mal die Knacker an und mal gucken, wie die aussehen. Das gehört jetzt allerdings zum anderen Video. Das sind jetzt Wildschweinknacker. Und ich würde sagen, die sind doch wieder klasse geworden. Aber ich tue mal die Schinken ein bisschen weg. Also so sehen die Wildschweinknacker aus. So. Und das gehört dann auch zum nächsten Video noch. Ich will ja dann nicht 5-mal anfangen, das mache ich alles in einmal weg. Hier haben wir dann diese Salamis. Und die dürfen natürlich jetzt noch reifen, die sind erst 7 Tage alt. Die dürfen dann noch bis 4-5 Wochen dürfen die reifen. So, das ist jetzt diese Salami im Rinderkranzdarm gereift.
Und die hat jetzt ungefähr 40 Tage. Eine habe ich schon gegessen. Ich hatte 2 Stück gehabt. Die habe ich schon aufgegessen, weil die war so lecker ohne Ende. Die ist aber jetzt noch mal ungefähr 10 Tage älter. Und die ist auch richtig fest und hart geworden. Und ja, so sieht es jetzt mal aus schon. Ich werde die jetzt noch nicht anschneiden. Der Anschnitt folgt in ungefähr 7 Tage. Das ist jetzt unsere Salami. Wie gesagt, die eine, die war so lecker, die haben ich gleich weggeputzt. Unglaublich. Und diese da, könnt ihr sehen, hat jetzt nochmal 7 Tage. Ist was sehr fest geworden, aber Hammer. Ich sag nur hammermäßig. Ist ganz, ganz klasse und vom Geschmack und vom Geruch unglaublich. Also ist echt gut geworden. Und dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.